Hallo Leute! Heute sind wir auf einem kleinen Bauernhof voller Bioprodukte. Die Atmosphäre hier ist richtig schön. Kommt mit, wir schauen uns gemeinsam alles an und lernen nebenbei jede Menge deutsche Wörter und Ausdrücke. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohadesse Mohi. Ich komme aus dem Iran und ich bin Deutschlehrerin und wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken. Dankeschön! Wir haben erstmal gemütlich gefrühstückt und uns danach auf den Weg gemacht. Das Wetter heute war einfach perfekt. Ideal zum Wandern, Spazierengehen oder Fahrradfahren. Genau das liebe ich an Deutschland. Egal, ob man in einer Stadt oder in einem kleinen Dorf lebt, man hat fast immer die Möglichkeit, Fahrrad zu fahren oder spazieren zu gehen. Es gibt überall gut ausgebaute Radwege und meistens ist ein Wald, ein Park oder eine Grünfläche ganz in der Nähe. Der Weg zu diesem kleinen Biohof ist übrigens richtig schön, perfekt für eine entspannte Fahrradtour. Und hier sind wir auch schon am Eingang des Hofes. Auf dem Schild steht natürlich frisch gut und ich muss sagen, das stimmt wirklich. Die Produkte hier sind frisch natürlich und von hoher Qualität. Heute gibt es sogar frische Kirschen und verschiedene Beeren. Hier gibt es übrigens nicht nur Parkplätze für Autos, sondern auch Fahrradstände. Wir konnten unsere Fahrräder also ganz entspannt abschließen. Das hier ist der kleine Hofladen. Er ist zwar nicht besonders groß, aber unglaublich gemütlich. Schaut euch mal diesen schönen Innenhof an. Nachdem wir unsere Fahrräder abgeschlossen hatten, sind wir erst einmal ein bisschen herumgelaufen. Und unsere Einkaufstüte hatten wir, wie immer, von zu Hause dabei. Ich mag diese deutsche Kultur, auf Mehrweg und Umweltschutz zu achten, wirklich sehr. Zuerst haben wir uns den Hof angeschaut. Pani musste natürlich erst einmal überall schnuppern und die Umgebung kennenlernen. Ja, Hunde nehmen ihre Umwelt schließlich vor allem über ihren Geruchssinn wahr. Hier gibt es verschiedene Kräuter. Unter anderem gibt es verschiedene Sorten Kresse sowie frischen Thymian. Ja, außerdem findet man hier Kräuter wie Basilikum, Petersilie und Gartenkresse. Ich glaube, Pani hat gerade eine Fliege gefressen. Jetzt gehen wir mal zusammen in den Hofladen. Die Auswahl ist zwar nicht riesig, aber dafür ist alles richtig frisch. Hier liegen Süßkartoffeln und daneben normale Kartoffeln. Im Moment ist Erdbeersaison. Die Erdbeeren sehen richtig lecker aus, deshalb nehme ich gleich eine Packung mit. Aprikosen gibt es auch. Wie schon am Eingang angekündigt, gibt es hier verschiedene Beeren, zum Beispiel Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren.
Außerdem große, frische und saftige Kirschen. Hier liegen frische Gurken und verschiedene Sorten Kresse, perfekt für Salate oder zum Kochen. Und schaut euch mal diese riesige Bio-Zucchini an. Neben Obst und Gemüse gibt es hier auch viele hausgemachte, biologische und vegane Soßen, zum Beispiel Senf. Und Currywurstsoße. Oder Ketchup. Hier findet ihr verschiedene Apfelsäfte, mit Kohlensäure oder ohne. Mein Mann liebt Apfelschorle und Apfelsaft, deshalb nehme ich etwas für ihn mit. Auch die Äpfel und Birnen sehen richtig gut aus. Außerdem gibt es frische Milchprodukte, zum Beispiel Milch und Dickmilch. Ja, Dickmilch ist ein traditionelles deutsches Milchprodukt. Sie ist etwas dicker und leicht säuerlich. Natürlich gibt es hier auch verschiedene Käsesorten. Schade, wir haben zu Hause noch genug, sonst hätte ich bestimmt welchen gekauft. Hier findet ihr außerdem viele Wurstsorten. Schinken, Speck und verschiedene Bratwürste. Ja, die Deutschen lieben ihre Bratwurst wirklich. Hier gibt es verschiedene Kekse. Schaut euch mal diese frischen Tomaten an. Gute Tomaten können einen Salat oder besonders italienische Gerichte noch viel leckerer machen. Und hier stehen verschiedene Speiseöle. Olivenöl, Walnussöl, Rapsöl und sogar Thymianöl. Viele dieser Öle habe ich selbst noch nie ausprobiert. Besonders praktisch finde ich dieses Probierset. Da ist von jeder Sorte eine kleine Flasche drin. Auch Trockenfrüchte gibt es hier, zum Beispiel getrocknete Apfelchips. Und auch Macadamiakerne, getrocknete Cranberries und Ananas. Die Bio-Eier stammen übrigens direkt von diesem Hof. Hier kann man übrigens nicht nur einkaufen, sondern auch Kaffee, Kuchen oder andere Getränke genießen. Ich habe mir einen Kaffee bestellt und für meinen Mann ein kaltes Getränk. Dann haben wir uns erst einmal hingesetzt, etwas getrunken, gequatscht und eine kleine Pause gemacht. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen auf dem Hof um. Und natürlich hat Pani entschieden, wohin wir als nächstes gehen. Sie hat mich direkt zu dem Bereich gezogen, in dem die Kühe gehalten werden. Ach ja, die Kuh auf Deutsch, und der Stier ist der männliche Rind. Ein Kalb ist ein Baby von einer Kuh. Die Kühe verbringen einen großen Teil ihres Tages mit Fressen
und wieder käuen. Ich finde es immer schön, Tiere auf einem Bauernhof zu sehen. Man merkt einfach, dass hier alles etwas ruhiger und natürlicher ist. Pani wusste allerdings nicht so genau, was sie von den Kühen halten sollte. Sie war neugierig, aber gleichzeitig auch ein bisschen vorsichtig. Und sobald sie Angst bekommt oder etwas nicht einordnen kann, fängt sie an zu bellen. Pani hat keine Ahnung, wie klein sie ist. Das Wetter ist richtig schön und angenehm kühl. Aber es weht ein ziemlich starker Wind. Starker Wind. Hier auf der einen Seite seht ihr ein riesiges Weizenfeld und direkt daneben ein Feld mit Raps. Weizen gehören zu den wichtigsten Getreidesorten in Deutschland. Daraus werden unter anderem Brot, Mehl, Nudeln und viele andere Lebensmittel hergestellt. Das hier ist Rapsfeld und der Raps ist schon reif und kann bald geerntet werden. Aus Raps wird vor allem Rapsöl hergestellt. Ja, es wird in Deutschland sehr häufig zum Kochen verwendet. Außerdem wird Raps auch zur Herstellung von Biodiesel genutzt. Ja. Ich finde den Kontrast zwischen dem goldenen Weizen und dem kräftigen Gelb des Rapses einfach wunderschön. Solche Landschaften erinnern mich jedes Mal daran, wie vielfältig die Natur hier ist. Wir sind noch ein Stück zwischen den Weizen- und Rapsfeldern spazieren gegangen. Der Weg ist einfach wunderschön und heute sieht auch der Himmel einfach traumhaft aus. In letzter Zeit vermisse ich meine Familie wirklich sehr und ehrlich gesagt gehe ich gerade durch keine einfache Zeit. Besonders gestern fiel mir alles ziemlich schwer. Dieser Spaziergang hat mir aber richtig gut getan. Ich konnte den Kopf frei bekommen und vor allem habe ich unterwegs ganz viel mit meinem Mann geredet. Manchmal tut es einfach gut, sich alles von der Seele zu reden. Unterwegs haben wir einen kleinen Obstbaum entdeckt. Die Früchte sahen richtig reif aus, also haben wir eine direkt vom Baum gepflückt. Das ist sehr lecker. Schmeckt sehr gut, wirklich. Danach sind wir zurückgegangen, um unsere Fahrräder zu holen. Dabei habe ich zufällig eine kleine Werkstatt auf der anderen Seite des Hofes entdeckt. Natürlich musste ich sofort hineinschauen. Und ich war wirklich begeistert. Eine unglaublich kreative und talentierte Künstlerin stellt hier wunderschönen handgefertigten Glasschmuck her. Ich liebe handgemachten Schmuck einfach. Die sind auch aus Glas. Schaut euch mal an, wie filigran und liebevoll jedes einzelne Stück gearbeitet ist. Ich finde es faszinierend, wie viel Kreativität und Geduld dahinter steckt. Sie hat mir erzählt, dass das hier kleine Monster sind. Sorry, woher kommt die Idee von kleinen Monstern? Kam einfach
Ja, die sind wirklich süß. Sind die nicht unglaublich süß? Irgendwie hat man das Gefühl, dass jedes Einzelne seine eigene Persönlichkeit und seine eigene kleine Geschichte hat. Ich habe dann diese wunderschöne Halskette entdeckt. Sie hat mir sofort gefallen und mein Mann meinte auch, dass sie richtig schön aussieht. Also durfte sie natürlich mit nach Hause. Ich freue mich wirklich sehr über diesen Kauf. Ach, und schaut euch mal dieses Brennholz oder Kaminholz an. Hier steht, wer das liest, braucht Kaminholz. Das sieht irgendwie richtig schön aus, ne? Auf dem Rückweg sind wir dann noch an diesem Maisfeld vorbeigekommen. Ich finde Maispflanzen irgendwie total schön. Vor allem, wenn der Wind durch die Blätter weht, sieht das einfach richtig friedlich aus. Hier gibt es außerdem einen Pferdestall, in dem mehrere Pferde gehalten werden. Natürlich mussten wir kurz anhalten und die Pferde beobachten. Pferde sind direkt nach Hunden und Katzen meine absoluten Lieblingstiere. Jedes Mal, wenn ich einem Pferd näher kommen darf, ist das für mich ein ganz besonderes Gefühl. Glaubt ihr auch, dass Pferde oder Hunde unsere Gefühle spüren können? So, das war unser kleiner Ausflug für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet nebenbei auch ein paar neudeutsche Wörter lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Mit eurer Unterstützung macht das Ganze gleich noch viel mehr Spaß und sie motiviert mich, weiterhin solche Videos für euch zu machen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss!